Servus und willkommen zurück. Wir sind immer noch in der Forgotten City. Beim letzten Mal haben wir geholfen, dass er hier nicht von der Klippe hopst. Und ich denke, den restlichen Tag werden wir damit verbringen, zu versuchen, in den Tempel reinzukommen. Das wurde uns ja jetzt schon von verschiedenen Stellen angeraten. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ich werde vielleicht hin und wieder mit der einen oder anderen Person reden, einfach damit wir ein bisschen den Kontext hier und da füllen. Isn't the great temple majestic? Und sie sagt was über den Tempel, also reden wir auch gleich mal mit ihr. A new face, Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ja, nee, wir beantworten keine Fragen, wir stellen nur welche. Hier, was ist eure Geschichte? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. Yep. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Tut mir leid, was hätte ich tun sollen? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Ach, dachte ich mir doch. Jetzt hat sie trotzdem nicht meine Frage beantwortet. Wie seid ihr hier gelandet? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Ich bin immer noch sowas davon überzeugt, dass Karen kein Mensch ist. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Why is that? Ich sag wegen der Memes, dann wird es nicht kapieren. Wisst ihr was, ist doch egal. As you wish, but... I wonder if... No, Die ist sicher kein Mensch. Was wollt ihr sagen? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Dass die alle in Tiber fallen und da rausgezogen werden, das ist sicher nur Zufall. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Ach, wer war Livia? Ja, was ist mit Livia? Ach, Livia war, glaube ich, die alte Frau, die immer komische Sachen sagt. Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ja, mir ist eventuell bereits ein Muster aufgefallen. You have. Then what is it? Eine Münze? Nee. Ja, genau, Gedächtnislücken. Das haben manche gesagt.
Genau. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Manche sprachen von einem Fluss, alle sind in Tiber gefallen, wurden rausgefischt. Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Das mit der Münze weiß ich gerade nicht mehr, aber anscheinend war es so. Yes. I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. You mentioned earlier, you met a young woman in the forest named Karen, yes? Mhm. Genau. I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Kapuzenpullover. Ja, sie hat einen Kapuzenpullover getragen. Woher wisst ihr das? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Okay, in Ordnung. Wir treffen uns in den Bädern. Don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Das wäre tragisch. Wo sind die Bäder? Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Daisies, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to Hello? defend myself against someone else with a weapon? There are Let no me other know when weapons you've in the cleared the city. way to the We baths. all went along with Oh. the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before... Help! You have to do something! A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Okay. Wie? Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into Ach, the wie? chasm. Ich habe keine So Waffe. now this man's bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. Gut, warum ist das ein Problem? Weil er die goldene Regel bricht, sobald er jemand erschlägt oder so. Und wenn es ein Neuankömmling ist, weiß er vielleicht nicht mehr von der goldenen Regel, also wird er sich auch nicht drum kümmern. Jo, kümmere ich mich sofort drum. Thank you. Ich wollte eigentlich in den Tempel. Na, Somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. was? Nein? Geht nicht dorthin. What? Why? Vertraut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be Ja, careful. die kenne ich. Moment, wer seid ihr überhaupt? But now's not the time. Ja. Okay. Ich schätze mal, das sind die Bäder. Stimmt, durch die Bäder sind wir reingekommen, oder? Ziemlich sicher. Ja, ja, genau. Aber, doch, die Statue war da. Okay. Ja. Hello. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Nein. Haben wir schon mal versucht zu lügen? Ich glaube nicht. Ich habe einmal geblufft und es hat nicht funktioniert. Bluffen ist aber so ähnlich wie Lügen. Also gehe ich davon aus, dass es die Regel nicht bricht. Auf der anderen Seite, was bringt es mir, wenn er da ist? Aber die Stimme hat mir gesagt, dass sie nicht in den Schrein soll. Das heißt, vielleicht stürzt er ein oder man kann ihn da einsperren oder so. Also würde ich einfach mal sagen, ja, ich sah, wie er in der Stadt einen kleinen runden Schrein anbetete. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Och, ich würde einfach hinterherlaufen und gucken, ob ihr ihn noch findet da. Waffneter Fremder.
Ich meine, wenn er da jetzt nicht findet und dann macht er Scherereien, dann müssen wir wahrscheinlich neu anfangen. Aber wir gucken einfach mal, was passiert. Filthy, lying degenerate. Ja. Dankeschön. Den gönne ich mir. Kopfgeldaushang. Auf Befehl von Kaiser Nero. Alle treuen Söhne Roms werden angehalten, den Brandstifter und Mörder Tiberius Quinctius Crispus, einen Bürger aus dem Aventin-Bezirk Roms, aufzuspüren und zu töten. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt. Er ist durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, hat dunkle Haare und ein grünes und ein blaues Auge. Er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Er ist ein bekanntes Mitglied der Kultisten und leidet unter Größenwahn. Kultisten haben wir, glaube ich, mittlerweile herausgefunden, sind Christen. Wie war das? Ein grünes und ein blaues Auge. Okay. Nehmen wir mal mit. Pfeile, nicht schlecht. Und ein Denar. Haben wir wieder die Münze. Hat der unterschiedlich farbige Augen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Sag mir erstmal hier Bescheid. Ich glaube, hier war die Bäckerei, oder? You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Fahrt forward. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Nein. Well, between you and me, I found an old scroll from years ago, hastily written, in which the author claimed something extraordinary and terrifying. He wrote that when the golden rule is broken, statues spring to life all over the city, wielding golden bows and begin firing golden arrows at the inhabitants. Okay. Ja, stimmt. Supposedly, one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Oh. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination, golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Mein erster Instinkt ist, das hier zu sagen, aber mal gucken, wie er sich rechtfertigen will. Ich denke, die goldene Gans ist als abschreckendes Beispiel gedacht. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Ich will zumindest hören, was seine Idee ist. Ich muss es ja nicht machen. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Nicht wirklich. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Einen goldenen Bogen? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking, you know what. Aber ihr wollt, dass ich ihn stehle? Oh, gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then, you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away.
Warum könnt ihr das nicht selber machen? Wahrscheinlich, weil er keinen Bogen hat. I'm more of an ideas man, Hm, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have stimmt. complete confidence in you. Warum kann ich ihn nicht einfach nehmen? Wegen der goldenen Regel wahrscheinlich. Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Okay. Ist das nicht ausgesprochen When gefährlich? Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Sagt der Typ, der immer nur Ideen hat. Archäologischer Einblick. Prometheus wurde auch für alle Ewigkeit bestraft, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. Da war doch was mit einem Bergketten und Adler, bis Leber und so. Only because he was silly enough to get caught. Das war alles. Are you in, partner? Ja, komm, das machen. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Mann, wir kriegen ja gar nichts fertig. Jetzt bin ich auch nicht mal im Bad, aber zumindest haben wir einen goldenen Bogen. Okay. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Dann mal rein da. Und Tür zu. Kann ich das hier löschen? Okay. Was höre ich denn hier? Oh. Oh oh. Ach, die werden sowas von runterkommen, oder? Das sind doch keine normalen. Was sind das? Ihnen ist doch zu groß, oder? Naja. Und Spinnen. Ah Gott. Oh, das wird nicht schön. Wie genau? Ein Römer auf den Knien, der anscheinend verzweifelt Gebete spricht, sich vielen offensichtlich auf taube Ohren. Ah, hier. Oh oh. Is that you, partner? Do you have the bow? Ich habe mich vorhin gewundert, warum so ein großer Schlitz unter der Tür ist. Der will jetzt sicher, dass ich ihn unten durchschieb. Wonderful. Just go ahead and slide under the door for me and I'll unlock it for you. Ihr habt mich hier eingesperrt? Ja. A little bit slow, aren't you? Yes, I locked you in. And until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. Wie kann das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagtet, ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Aber wie kann ich euch noch vertrauen, nachdem ihr mich so hintergangen habt? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Ich gebe auch euch auf keinen Fall meinen Bogen. Ich werde einen anderen Weg herausfinden. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Was könnte ich machen? Ich kann natürlich auf das Hornissennest schießen, was wahrscheinlich nicht so gut wäre. Soll ich echt auf das Nest schießen? Ja, probieren wir es. Ich meine, im schlimmsten Fall sind wir tot und müssen neu laden. Oh. 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 Ach so, okay, alles, was ich hier beschieße, wird zu Gold. Aber ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Eilen wahrscheinlich.
Befiederter Pfeil 19. Ich sehe mal gleich, wenn ich nochmal schießen muss. Oh, mehr Pfeile. Nice. Okay. Den kann ich ja nicht untersuchen. Nein, kann ich nicht. Okay. Das war doch einfacher als gedacht. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt eine Waffe, mit der man Leute in Gold verwandeln kann. Die Frage ist, verstößt das gegen die goldene Regel? Oh, noch mehr Pfeile. Und? Gold. Nice. Schön, schön. Und die Frage ist, was passiert, wenn man auf jemanden schießt, der schon in Gold verwandelt wurde? Wird der... Die Algen? Ah. Ja, gut. Die... Die könnten sich ein bisschen zurückhalten mit dem Vorsagen, damit man ein bisschen mehr selber nachdenken kann. Richtig untersuchen? Nö. Okay. Oh. Nevius. Es gab eine Nevia. Das war die Priesterin im Tempel, zu der wir reinkommen wollen. Und wenn man das Namensschema von vorher anwendet, dann müsste das der Vater sein. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that, even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Ja, verständlich. Ich meine, ich fand die Statuen auch ziemlich creepy. Ah, 100.000 Mal herangesprungen und er war einfach nur wahrscheinlich einen Zentimeter zu niedrig oder zu hoch. Die schaue ich gleich an. Hier. Komme ich darüber? Ja, komme ich. Okay. Und jetzt, okay, das ist Tutorial, dass ich über die dann jetzt drüber laufen kann mit dem Pfeil. Sehr schön. Okay. Die habe ich vorhin auf meinem Versuch rauszukommen schon mal beschossen. Ja. Und hoch da. Und
Und hoch. Und wo bin ich jetzt? Das schaut aus wie ein Tempel. Ist zu. Oh, ich bin im Palast. Da bin ich ja genau da, wo ich hin wollte. Was? Kann ich das wegnehmen? Nee. Okay. Auch zu. Oh. Nice, nehme ich gerne. Falls ich das rausgeschnitten habe, also die Pfeile werden verbraucht. Oh Gott. Zu viele Statuen. Ja. Oh oh. Okay. Aber die war doch vorher schon aufs Gold. Hm. Das stimmt mich nicht hoffnungsvoll. Sie sich deswegen hier eingesperrt? Um die Leute hier, also die Skelette hier mit einzusperren? Was ist das? Mhm. Mhm. Oh, jetzt bin ich paranoid. Da kann ich nichts anschauen. Ich hab dich doch. Schälte Statue. Oh. Hat die jemand gehäutet, um an das Gold ranzukommen? Und dann entweder, weil er, also vielleicht wusste er es auch nicht, aber ich schätze mal schon. Die Leute sind ja lebendig und haben es wahrscheinlich alles mitbekommen. Die einzige Frage ist, warum können sie sich jetzt bewegen und die ganzen Statuen nicht? Da steht noch einer. Muss ich dich zweimal treffen? Hm. Und warum gibt er mir die Option, die zu treten? Hm. Und die wurden zu Gold, als sie hinter der Barrikade standen. Also das war wahrscheinlich schon bevor die jetzigen Einwohner in die Stadt gezogen sind. Dann stellt sich aber auch die Frage, warum stellt... Wir haben ja schon dieses Schreiben gefunden, von dem, der die in die Podeste reingestellt hat. Warum hat er die beiden hier stehen lassen? Also entweder sind die beiden neu. Das muss es ja eigentlich sein. Genauso wie die hier. Oh, Münzbeutel. Sehr schön. Ich weiß nicht genau, wofür wir jetzt noch den Jahre brauchen. Pfeile nämlich sehr gerne. Was ist mit dem? You're not supposed to be here. Okay, ich glaube, ich habe alle. Hinten bewegt sich, glaube ich, nichts mehr. Und die habe ich da jetzt damit erwischt. Okay. Ich schätze mal, das war die Priesterin. Die Nevius, eins von beidem. Und den kann ich wieder treten. Ja, warum nicht? Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Okay, hier ist wieder... Die stehen... Ich schätze mal, sie wollte rein. Ah, hi.
Oh. Die Schicht von den Goldstatuen, das ist nur die oberste Schicht. Drunter ist normales Fleisch. Oh, oh, das ist hart. Oh. Gehen wir gleich, gehen wir gleich. Rein? Nein. Ich schätze mal, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich versuche nur ein bisschen zu rekonstruieren anhand der Statuen, was hier so passiert ist. Gut, hier ist auch... Okay. Ja, ja, ich weiß schon. Ruhe, gefiederte Pfeil. 2 Stück, aber... Ja, okay. Was habt ihr? Ah. Heute. Und der wurde interessanterweise nicht zu Gold. Ja, ich weiß schon. Okay. Sehr schön. Gern geschehen. Und anscheinend, wenn das Fleisch zu Gold wird, sind sie wirklich tot? Ich meine, die bedanken sich ja bei mir, also die wollen das eigentlich gar nicht. Was das noch ein bisschen mehr sad macht. Aber gut, kann ich jetzt nichts ändern. Eile, nice, dankeschön. Ich will halt auch nicht auf Verdacht. Ah. Das sollte vielleicht nicht drinstehen, wenn ich das mache. Ja. Oh. Bitte. Ach so, ich kann die wahrscheinlich treten, falls ich irgendwie eingesperrt werde oder so, dann kann ich die so wegmachen. Okay, gut zu wissen. Ah, die habe ich schon weggeräumt. Jetzt habe ich zu viele Pfeile verberaten. Okay, das sehe ich da unten links auch, das habe ich bisher übersehen. Wie genau komme ich da hoch? Ah, wait. Wait. So. Ich habe einen Verdacht. Hier. Kann ich dich nochmal treten? Nein. Ich habe so den Verdacht, ich hätte... Oh, so geht's. Sehr schön. 10 Pfeile. Nehme ich gern. Okay. Frage ist, können die mich schlechter sehen, wenn ich... wenn ich schleiche. Da unten sind keine Algen, also schieße ich einfach mal auf den. Habe ich den jetzt nicht getroffen? Hallo? Ach, da war der Busch im Weg. Sind da doch Algen? Nee. Fuck. Das sind viele. Kann ich? Darf ich? Willst du vielleicht? Ah, okay. Oh, kann ich einen Headshot machen oder habe ich den vorher zufällig getroffen? Wäre jetzt meine nächste Frage. Da springt keiner jetzt runter, oder? Pfeile und Geld nehme ich gerne. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass... Ah, Moment. Komme ich hier irgendwo hin? Nee, ich gehe mal davon aus, dass ich hier hoch muss. Wie war das? Ah, hier. Okay.
Okay, hier wäre ich genauso hochkommen, passt. Hm. Okay. Wer bist du? Ja? Okay. Kann ich mir vorstellen? Okay, ja. Bitteschön. Okay. Was nimmt man noch? Sehr schön. Was war da? Treten. Mhm. Wer murmelt hier? Ja, ich bin hier eigentlich voll der Wohltäter. Was? Oh. Oh. Ich will die ja nicht auch alle sterben lassen. Ich meine, ich will die nicht so zurücklassen, also. Ja. War ich für einen Moment ein bisschen besorgt. Und das hier mache ich nicht aus Disrespect. Ich wollte einfach nur... Ah, den habe ich vorhin von der anderen Seite erschossen. Okay, I see. Mhm. Und ich denke, wir kriegen auch regelmäßig Pfeile. Also bisher sehe ich da kein Problem da drin. Normalerweise halte ich Items immer zurück für den besonderen Moment, der aber irgendwie nie kommt. Diesmal mache ich das nicht so. Hier ist Blut. Okay. Palasttürschlüssel. Ah. Shortcut für den nächsten Durchlauf, damit ich nicht jedes Mal durch den Tunnel durch muss. Sehr gut. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story.
But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Okay, ich habe den Verdacht. Ich meine, der ist relativ begründet nach dem Brief hier. Dass sie diejenige ist, die die Zombies hier beischält, sozusagen. Es hat vielleicht mal als was Positives angefangen, als sie gemerkt hat, so, ich kann denen was Gutes tun, indem ich denen was erzähle und so. Ich meine, die können sich nicht bewegen, das ist, ja, Eigentlich war es mal was Gutes, aber ich glaube, die wurde tatsächlich wahnsinnig mit der Zeit. Das ist zumindest meine jetzige Vermutung. Aber ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter in den Tempel und versuchen, die Nervia zu finden und im besten Fall davon abzuhalten, die Leute hier zu schälen. Das ist irgendwie nicht gesund. So, und damit bis zum nächsten Mal. Servus.